Frage impliziert ja, und das ist ja nicht Ihre Frage, sondern das ist die Frage von Laien, wenn man sagt, wenn man Katalanisch, dann glauben die ja, ist Katalanisch nicht ein Dialekt des Spanischen? Also Katalanisch ist gewiss kein Dialekt des Spanischen. Dialekte sind ja sprachliche Varietäten, die sich definieren als rein mündlich und darüber, dass es dann eine richtige Sprache gibt, von der sie ein Dialekt sind. Ne? Da müsste man sagen, sagt man, Schwäbisch ist ein Dialekt und die Frage, wovon? Ja, vom Deutschen. Und wenn man schreibt, benutzt man dann Standarddeutsch. Ist Katalanisch ein Dialekt des Spanischen? Wenn man schreibt, benutzt man Spanisch? Nein. Die katalanische Schriftsprache, und zwar nicht nur im Bereich von Dichtung und Literatur, sondern vor allen Dingen auch von Wissenschaft, Theologie, Philosophie und so weiter, ist ziemlich genauso alt wie die kastilische Schriftsprache. Interessant an der Frage ist aber, warum sie überhaupt gestellt wird. Zum Beispiel, Italienisch und Spanisch sind einander ziemlich ähnlich. Aber niemand kommt an und sagt, ist Italienisch eigentlich ein Dialekt des Spanischen oder andersrum? Nein. Und warum fragen die Leute das nicht? Das hat nichts mit Sprache zu tun, sondern das hat zu tun mit Nationen und mit dem sogenannten banalen Nationalismus der großen Nationalstaaten. Denn jeder weiß doch, Spanien ist ein Land, Italien ist ein Land, Länder haben Sprachen. Jeder weiß aber auch, Katalonien ist eine Region und Regionen haben Dialekte. Katalonien durchbricht also ein europäisches kulturelles Schema. Also die Leute, weil sie so tief verwurzelt sind in ihrem Staatsnationalismus, dass Spanien, Frankreich und Italien Länder sind und Katalonien irgendwas, kriegen es in ihre Köpfe nicht rein, dass es trotzdem eine Sprache sein kann. Das Ganze ist kein linguistisches Problem, sondern es ist ein kulturelles Problem. Europa ist definiert durch Nationen und durch Antinationalismus. Und die ganzen Vertreter der Staatsnationen halten ihren Nationalismus für schönen Patriotismus und für unauffällig und für ganz logisch. Aber den Nationalismus von Regionen, die keinen eigenen Staat haben, den halten sie für Terrorismus und für, je nachdem, wie man gerade drauf ist, für linksradikal oder für rechtsradikal. Zu sein. Ich glaube, was für viele Leute vielleicht in Deutschland nicht so einfach ersichtlich ist, ist, dass Katalanisch sein zunächst einmal vor allem eine Willensentscheidung ist. Also es ist keine Frage der Herkunft oder der Abstammung. Also alle, die Katalanen sein wollen, können Katalanen werden. Es ist also eine dezidiert nicht ethnische Bestimmung des Katalanischen, die dort den Diskurs dominiert, auch wenn es die andere natürlich irgendwo schon noch gibt, aber die zivilgesellschaftliche, die nicht ethnische ist die eindeutig vorherrschende, eine sehr offene Art und Weise der Definition von Zugehörigkeit, von der eigentlich gerade die Deutschen viel lernen könnten, die ja aus der europäischen Perspektive ist Katalonien deswegen interessant, weil es so etwas bietet wie, man könnte es vielleicht auf die Formel bringen, inklusive Gemeinschaftlichkeit. Also man hat ein Kollektiv geschaffen, das sich ohne große Unterstützung von Seiten der Institutionen lange Zeit von selber erhalten hat, durch zivilgesellschaftliche Aktivitäten, zum Teil auch unter dem Frankismus in der Diktatur illegale Aktivitäten, die aber funktioniert haben, die sehr viele Leute aus anderen Teilen Spaniens besser integriert haben, als etwa Süditaliener in Oberitalien integriert worden sind. Das muss man auch sehen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Ja. Es ist keine Kultur, die sich hermetisch abschließt, die gewissermaßen auf Folklore und Trachten und dergleichen basiert. Das ist, glaube ich, nicht das entscheidende Element, wenn Sie sich anschauen, welche Vertreter diese Kultur in diesem im letzten Jahrhundert hervorgebracht hat, also von Schriftstellern wie Marcelo Lloreda oder auch Maler wie Joan Miró, Musiker wie der eigentlich französische Staatsbürger Pascal Comelade. Das sind alles Leute, die gewissermaßen diese Mischung von Ultralokalismus, wenn man so will, und Universalismus auf eine schon beeindruckende Art und Weise verkörpern. Also das ist für mich katalanisch. Die meisten Leute in Deutschland assoziieren Katalanisch mit Katalonien. Das ist aber eine eingeschränkte Sichtweise. Katalanisch wird auch gesprochen in Valencia und je nachdem, wo Sie in Valencia hinkommen, hören Sie es entweder überhaupt nicht, wenn Sie in Alacant in der Stadt oder in Valencia in der Stadt rumlaufen, denken Sie, Sie sind irgendwie in Guadalajara. Wenn Sie dagegen auf dem Land sind und zum Beispiel in Xàtiva rumlaufen, dann werden Sie plötzlich feststellen, dass da eine hohe Dichte an Katalanisch-Sprechern ist und dass es ganz normal ist.
Und das ist eine Erfahrung, die ich all denjenigen, die sich mit dem Katalanischen als Ausländer befassen, wirklich rate. Nicht nur in Katalonien sitzen, sondern auch mit den Sprechern aus den anderen Regionen sprechen. Okay, also das würde ich auf jeden Fall auch zum Beispiel nach Mallorca. Je nachdem, vielleicht nicht ins Renal, aber dann im Landesinnern. Nach Menorca zum Beispiel, wo die Sprache stark ist. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Es ist gewissermaßen eine Bestrebung, die aus Verzweiflung entstanden ist. Weder in Spanien noch in Europa, das war ja auch die zweite große Hoffnung, dass das Europa der Regionen einen Ausweg bieten würde aus den vielen Sackgassen innerhalb der spanischen Konstellation. Aber auch das hat sich als nicht gangbar erwiesen, weil einfach, wie wir ja auch erleben, sich die Europäische Union primär als Union von Nationalstaaten, von nationalstaatlichen Regierungen erwiesen hat in den vergangenen 20 Jahren. Und das Existieren anderer Europas, also das Europa der Bürgerinnen, das Europa der Regionen, das Sozialeuropa, das ist zwar immer wieder im symbolischen Diskurs präsent, aber wird eigentlich material nicht greifbar. Also dass die Katalanen eigentlich lange Zeit, also die meiste Zeit ihrer modernen Geschichte, gar nicht auf Unabhängigkeit aus waren. Es war nicht das Ziel der katalanischen Bestrebungen, unabhängig von Spanien zu werden. Man hat lange Zeit versucht, seit dem Aufkommen des politischen Katalanismus im späten 19. Jahrhundert, einen Modus vivendi mit Spanien in Spanien zu finden. Also ich glaube, der Großteil der Leute, die heute für die Unabhängigkeit plädieren, nach wie vor ist das ja so um die Hälfte der katalanischen Bevölkerung, muss man sagen, ja, sind enttäuschte Föderalisten. So, das war eigentlich das Ziel, also im Rahmen des sogenannten Estado de las Autonomías, des Autonomiestaats, Lösungen zu finden, die einen guten Einschluss Kataloniens, auch des Baskenlands, im spanischen Staatsverband ermöglichen. Und dieses Streben ist vor allem deswegen gescheitert, würde ich sagen, weil natürlich das Problem in Spanien eigentlich gar nicht so sehr die Nationalismen der Peripherien, der kleinen Völker sind, der Basken oder Katalanen, auch der Galizier, sondern einfach die sehr starke staatsnationalistische spanische Tradition. Also was wir eigentlich, bevor es zum Wiederaufflammen dieser souveränistischen Bestrebungen erlebt haben, ist eine starke Wiederauferstehung des spanischen Nationalismus, der ja auch Teile der Inhalte der katalanischen Autonomie-Regelung, die nach Franco eingeführt worden waren, wieder ausgehebelt hat, vor allem in Bereichen, die auch hochgradig sensibel sind aus der Sicht der Katalaninnen und Katalanen, was die Identität betrifft, etwa die Sprachenpolitik, die Erziehung, die Bildungspolitik. Das sind Punkte, die Katalonien nicht allein selbstständig entscheiden kann. Das wird quasi von Madrid, vom Verfassungsgericht, wo die Mehrheit konservativ ist und sehr stark eben auf eine spanische Staatsnation hin gerichtet, wird immer kassiert. Es ist gewissermaßen, also Katalonien ist machtlos in Spanien, aus eigener Perspektive jedenfalls, oder vergleichsweise machtlos, muss man sagen. Und auch in Europa. Und das führt dann dazu, dass diese Unzufriedenheit, die innerhalb der gegebenen institutionellen Spielregeln nicht behandelt werden kann, zu Bestrebungen geführt hat, die dann nach Eigenstaatlichkeit drängen. Und natürlich muss man sich fragen, ist das heute ein zeitgemäßer Wunsch? Ist das Entstehen neuer Nationalstaaten eine legitime Angelegenheit? Aber wenn man diese Frage verneint, muss man natürlich auch das Weiterbestehen der Nationalstaaten, wie sie heute sind, zum Teil auch anachronistisch verkrustet, in Frage stellen. Ich denke, das ist der Punkt. Die Leute gehen davon aus, dass die heutigen Nationalstaatsgrenzen irgendetwas wie Gott gegeben sind. Das ist jetzt wirklich Ausschluss der Vernunft. Ja, dass diese Grenzen so sind, ich meine, wer daran auch nur im Moment zweifelt, ist ein gefährlicher Spinner und muss eingehegt werden. Da sieht man also, wie die geronnenen nationalstaatlichen Grenzen behandelt werden wie eine heilige Kuh. Und man muss es aussprechen, das ist Nationalismus. Ja? Denn der Nationalismus, der sagt, Vorsicht, Vorsicht, wir wollen nicht den anderen ihre Grenzen in Frage ziehen, denn dann ziehen die unsere Grenzen in Frage und dann geht es ans Eingemachte unserer Nation. Okay,
In dem ganzen Diskurs kommt jetzt Katalonien. Und von außen gesehen ist das eine Region. Und das ist so, also für Deutsche ist das ja so, da sagt man, ja, da können sich ja Schwaben unabhängig erklären. Dann würde ich sagen, ja, also erstmal müsste Schwaben das wollen. Ja, da müssten zum Beispiel 2 Millionen Schwaben jedes Jahr sich zusammenrotten und dafür demonstrieren. Und dann könnten wir mal reden. Und das ist, soweit ich beobachtet habe, nicht der Fall. Und dann, ja, ich meine, wenn tatsächlich Schwaben eine Tradition hätte dafür und sich unabhängig erklären wollte, müssten wir in Deutschland sicherlich darüber diskutieren. Das ist nicht von der Verfassung vorgesehen. Welche Verfassung sieht schon ihre eigene Auflösung vor? Aber es kann auch nicht von der Verfassung ausgeschlossen werden. Moment, doch, von der spanischen. Denn das liegt daran, dass die spanische Nation Anfang des 19. Jahrhunderts entstanden ist in den Befreiungskriegen gegen die Franzosen. Da entstand ein Gemeinschaftsgefühl nach Vorbild der Französischen Revolution und die Spanier haben gesagt, Mensch, ja, wir sind nicht verschiedene Königreiche und verschiedene Regionen, sondern wir sind gemeinsam die spanische Nation und werfen die verdammten Franzosen aus unserem Land. Diese Nationenidee und dieser Nationendiskurs hat aber nicht gehalten. Er beinhaltet nämlich ganz Lateinamerika. Die Verfassung von Cádiz definiert die spanische Nation als die Gesamtheit aller Spanier. Peru, Mexiko und so weiter gehörte damit dazu. Was geschah aber, nachdem die spanische Nation einmal glücklich gewissermaßen gegründet war als Diskurs? Schon wenige Jahrzehnte später zerfiel der ganze Laden. Die ganzen lateinamerikanischen Kolonien fielen weg. Plötzlich stand die stolze spanische Nation, in der die Sonne nicht untergeht, schaute an sich runter und stellte fest, wir sind ein europäisches Land, wie die anderen, klein. Und dadurch in dem Moment entstanden neue Nationenprojekte. Baskenland und Katalonien waren die einzigen Regionen, die industrialisiert waren gegenüber ein insgesamt agrarisch geprägtes Restspanien. Und diese Regionen haben dann, nachdem die spanische Nation so offensichtlich scheiterte, ich meine nicht theoretisch, sondern das zerfiel der ganze Laden. So entstanden die beiden alternativen Nation-Building-Projekte Katalonien und Baskenland. Und in diesem Moment nun verliert Spanien seine letzten Kolonien. Da beginnt eine intellektuelle Bewegung, die nennt man Regeneracionismo. Da Intellektuelle diskutieren darüber, wie angesichts dieser Situation alles verloren und zwei alternative, aggressive Nation-Building-Konzepte. Da diskutiert die spanische Nation neu, was sie eigentlich sein will. Das Selbstverständnis des modernen Spaniens in diesem zweiten Nationendiskurs, der entsteht durch den Regenerationismus, das Selbstbild Spaniens impliziert zutiefst, dass man aufpassen muss, Katalonien und Baskenland nicht rauszulassen. Ja? Und das ist der Grund, weswegen Spanien so besonders aggressiv reagiert darauf. Und Deutsche sehen nur, dass Spanien ein ganz normales Land ist, wie unseres auch. Und die sagen, das ist doch vollkommen spinnert. Und nachdem jetzt Europa zusammenwächst, warum wollen wir denn jetzt einen weiteren Staat? Dabei ist es ja so, dass eigentlich weitere Staaten, kleinere Staaten, das Zersplittern großer Staaten Europa ja als Institution stärker macht. Denn es sind ja nicht die kleinen Staaten, die Europa behindern, sondern es sind die übermächtigen großen Staaten, die es behindern. Okay. Das Völkerrecht kennt Staaten und internationale Organisationen als Völkerrechtssubjekte. Spanien ist ein Staat. Die Europäische Union ist eine internationale Organisation, auch wenn sie in vielfacher Hinsicht einem Staat ähnelt. Als autonome Region ist Katalonien bislang Teil des Staates Spanien, kein eigener Staat. Katalonien ist also bislang ebenso wenig Völkerrechtssubjekt wie der Freistaat Bayern als Land der Bundesrepublik Deutschland. Würde sich Katalonien von Spanien lösen, wäre das eine Sezession. Katalonien würde als neuer Staat auf der Bühne des Völkerrechts erscheinen. Dieser neue Staat ist nicht Mitglied der Europäischen Union. Unionsmitglieder sind nur die Staaten, die der Union beigetreten sind, nicht aber neu entstehende Staaten. Aus der Perspektive der Europäischen Union wäre Katalonien ein Drittstaat, wie Marokko oder Israel. Anders als die Schweiz oder Norwegen wäre Katalonien nicht einmal durch Verträge mit der Europäischen Union verbunden. Als europäischer Staat
könnte Katalonien der Europäischen Union beitreten. Das ergibt sich aus Artikel 49 des Vertrages über die Europäische Union. Dort steht allerdings auch, dass alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union dem Beitritt zustimmen müssen, auch Spanien. Katalonien wäre also vom Wohlwollen und von der Zustimmung Spaniens abhängig. Ob das realistisch erscheint, mögen Sie selbst beurteilen. Ich glaube, dass inzwischen vielen Akteuren in Katalonien klar ist, auch dass die Art und Weise, wie das Referendum durchgeführt worden ist und vor allem auch dieses Beharren auf eine strikte Terminierung, also Oktober 2017, ein Fehler war. Ich denke, die Problematik, die wir heute haben, beruht darauf, dass einerseits vielleicht ein kurzfristiger Erfolg erzielt wurde, weil man sich gegenüber dieser Unzugänglichkeit der spanischen Institutionen durchgesetzt hat. Man hat das Referendum durchführen können. Und vor allem war das auch wieder die Zivilgesellschaft, die das gemacht hat, großenteils mit nur sehr, sehr indirekter Beteiligung der katalanischen Regionalregierung. Aber dass die Bilder dann vom 1. Oktober, wo spanische Polizisten auf Leute, die abstimmen gehen wollen, einprügeln und die Verhaftung von Politikern, von zivilgesellschaftlichen Akteuren, das ist auch eine krasse Sache, wenn man sich das überlegt. Also das hat zwar Aufmerksamkeit erregt international, aber der Preis dafür war sehr, sehr hoch, weil jetzt natürlich die Lage so festgefahren ist, dass man sich fragen muss, ob die Verhandlungsposition tendenziell nicht schlechter ist, als sie vorher gewesen wäre, wenn man etwas länger gewartet hätte. Ich glaube, es hat sich gezeigt, dass die Art und Weise dieses unilateralen Sezessionsversuches dazu geführt hat, dass das Ziel gewissermaßen beschädigt worden ist. Man sollte auch nicht, wie soll ich sagen, eine Alles- oder Nichts-Strategie fahren. Unabhängigkeit in der heutigen Welt ist eine sehr, wie soll ich sagen, relative Größe. Wer ist schon wirklich unabhängig und souverän? Ja, man kann sich ja auch Zwischenlösungen vorstellen im Weg zu mehr Autonomie, mehr Souveränität bis hin zur Unabhängigkeit. Ich denke, wichtig ist, dass die Unabhängigkeit kein Tabu ist, über das man nicht reden darf. Das sollte legitim sein, das ist nichts Kriminelles. Da geht es nicht um die Verfolgung von Minderheiten wie in Polen oder in Ungarn. Da geht es nicht um die Todesstrafe. Es ist ein legitimes Ziel, unabhängig werden zu wollen. Das sollte man nicht tabuisieren. Aber man muss sich gut überlegen, wie man es in einem Europa, wie es heute aussieht, mit all den Komplexitäten und Schwierigkeiten wirklich macht. Im Wissen, dass das natürlich ein utopisches Anliegen ist, in diesem Europa, in diesem Spanien, unter den aktuellen Bedingungen unabhängig werden zu wollen. Ja, also wir haben alle Utopien im Kopf. Wir möchten alle Dinge, von denen wir wissen, dass sie sich nicht ohne weiteres herstellen lassen. Und das gehört auch zur Politik dazu, dass man einfach Maß nimmt, bevor man maximal Forderungen stellt. Der ganze Prozess, wie der Name schon sagt, war kein Ereignis, sondern ein Prozess. Allerdings ist das ein Prozess, an dem das Ausland 10 Jahre lang keinerlei Interesse gezeigt hat. Für mich gab es einen großen Einschnitt. Das war der Einschnitt, als das neue katalanische Estatut, also das Regionalstatut, verabschiedet worden war. Das reguliert ja konkret das Verhältnis zwischen der Region Katalonien und der Zentrale. Und dieses neue Statut enthielt einige wichtige Innovationen gegenüber dem ersten Statut. In dem neuen Statut stand unter anderem nun drin, dass Katalonien eine Nation ist und Spanien auch, und dass Katalonien als katalanische Nation Bestandteil des spanischen Staats ist. Das ist eine symbolische Sache eigentlich, und da würde man in Deutschland wahrscheinlich entspannt, wo wir diesen Diskurs nicht haben, entspannt sagen, naja, gut, dann soll man es als reinschreiben, es sind nur Wörter. In Spanien war das nicht entspannt. Und es gab eine weitere Formulierung da drin, die änderte jetzt die sprachliche Situation, nämlich das neue
Statut, Autonomiestatut, hatte nun eingefügt, dass auch alle Bürger Kataloniens das Katalanische beherrschen müssen. Man hat jetzt dagegen eine Verfassungsbeschwerde angestrengt, um das zu kippen. Dabei muss man wissen, dass dieses Autonomiestatut mit großer Mehrheit das demokratisch legitimierte katalanische Parlament passiert hatte. Es war dann an den spanischen Senat gegangen und hatte dort auch mit einer erheblichen Mehrheit Bestand gehabt. Das heißt also, sowohl die katalanischen gewählten Institutionen als auch die spanischen hatten das abgesegnet. Es war also ein gesamtgesellschaftlicher Kompromiss da. Und durch dieses Verfassungsgerichtsurteil, als dieses kam, wusste ich, jetzt verändert sich was. Denn dieses Verfassungsgerichtsurteil hat genau die relevanten Formulierungen des Statuts gekippt und hat gesagt, nein, in Spanien gibt es nur eine Nation und das ist die spanische. Und alle spanischen Bürger gehören dazu, ob sie wollen oder nicht. Also so ist das Ganze gekommen. Okay, das ist der Beginn. Danach hat es vieles gegeben. Es hat viele Versuche gegeben, zu verhandeln mit dem Zentrum. Es sind dann Parteien angetreten, mehrere, eine linke und eine rechte und eine Radikallinke. Und die haben alle gesagt, wenn ihr uns wählt, ist ein zentrales politisches Ziel, die Unabhängigkeit zu erzielen. Diese Parteien sind nicht verboten worden, sie wurden gewählt und sie hatten im katalanischen Parlament eine Mehrheit. Die haben dann gesagt, wir wollen mal feststellen, wie überhaupt die Meinung der katalanischen Bevölkerung ist. Und wir wollen eine Umfrage machen, wer gewinnt. Das wurde aus nationalistischen Gründen von Spanien aus verboten. Dieser politische Vorgang wird jetzt in Spanien, und zwar ohne dass irgendjemand ernsthaft widerspricht, dargestellt als ein Putschversuch. Als ein Putschversuch wie seinerzeit der Tejero-Putsch. Auch wenn keine Waffen da waren, niemand hat versucht, mit Gewalt irgendetwas zu erzwingen. Nur mit. Ich halte das für eine Überreaktion und ich erkläre diese Überreaktion damit, dass Spanien zwar ein demokratischer Staat ist. Selbstverständlich ist er das. Aber im Nationaldiskurs Spaniens ist zutiefst verankert, aus Gründen, die ich vorhin erklärt habe, dass das zentrale Element praktisch ist, Katalonien und Baskenland drinnen zu halten, um jeden Preis. Und in dem Moment, wo dieser ansonsten halbwegs tolerante demokratische Staat Spanien an diesen beiden entzündeten Stellen gepiekst wird, katalanischer Nationalismus, baskischer, in dem Moment reagiert der spanische Staat völlig hysterisch und fällt vollkommen aus der Rolle und tut Dinge, die eines demokratischen Rechtsstaats unwürdig sind.